Willkommen, meine Damen und Herren. Ich weiß, ihr habt mich ein wenig vermisst, aber Ozzy ist back in the game. Ihr seht, bisschen neues Equipment, sieht bisschen fresh aus. Man verbessert sich immer Tag für Tag. Das ist völlig normal. Der eine oder andere hat ja auch vor kurzem mitbekommen, dass ich jetzt eine neue Brand starte, namens Kio. Eine neue Activewear, Sportswear Brand. Natürlich dazu auch Shapewear. Wir lassen die Frauen nicht im Stich. Heutzutage wissen wir ja auch, dass was Shopping angeht, sind die Frauen natürlich viel effektiver. Der Frauenmarkt ist nicht zu unterschätzen. Deswegen auch an alle Frauen, ihr müsst bald MyKio abchecken, was da so abgeht. Weil wenn ihr unsere neuen Pieces seht, ihr vergisst alle Brands. Wie ich begonnen habe, auf Kio zu kommen. Erstmal können wir auch anfangen, woher stammt der Name Kio. Aber zum Thema, Leute, ich glaube, ich sehe ohne Cap effektiver aus. Wir nehmen lieber die Cap ab. Ibo, let's go. Scheiße, fail. Ich kann euch sagen, dass der Name Kio halt so vom Japanischen kommt. Kio, Kyoto. Ich war ja auch vorher mal in Asien unterwegs gewesen. Ich wollte den Namen meiner Brand kurz halten, damit das auch so eine gewisse Wiedererkennung hat. Leicht zu sagen. Und da dachte ich mir so, okay, komm, ich suche mir mal ein bisschen asiatische Namen raus. Habe ich gemacht. Hat auch ein bisschen gedauert, bis ich gewisse Wörter gefunden habe. Ich habe ja viele gefunden. Da habe ich mir so gedacht, okay, komm, ich muss jetzt ein bisschen rumbasteln und habe dann aus Kyoto Kio gemacht, weil ich mir dachte so, okay, komm, ich muss das jetzt ein bisschen cutten. Was passt nicht? Und dann bin ich halt auf den Namen Kio gekommen. Der hat mir auch sehr gefallen. KYO sind auch wunderschöne Buchstaben, womit man auch gut arbeiten kann. So, und dann kam es zum Thema Logo. Natürlich sehr wichtig. Man braucht immer ein Logo, was den Brandnamen ausspricht. Kio. Und sehr wichtig, ein Symbol. Symbole sind natürlich am schwierigsten. Ihr kennt das ja von Adidas, sind das ja Striche. Nike ist das ja ein Zeichen. Wichtig ist halt, dieser Symbol muss auch eine gewisse Bedeutung haben. Ich habe gewisse Brands wirklich abgecheckt. Der von Nike kommt ja vom Altrömischen. Adidas hat auch rumgebastelt. Ich habe jetzt nicht jede Brand abgecheckt. Da dachte ich mir so, okay. Habe ich selbst gezeichnet. War erstmal nicht so wichtig ist. Ich habe euch auch gesagt, spricht euch auch mit euren Familien und Freunden immer ab, wie die was finden. Da kam es auch immer, hey, das ähnelt dem und dem und dem. Bis ich zu dem Punkt kam, wo ich mir dachte, okay, ich brauche ein geiles Symbol, was bisschen auch den Brandnamen mit rausstecht. Ich hatte auch viele Vogelzeichnungen, japanische Vögel, ne? So richtig geil. Alles halt nicht so geklappt, wie ich es haben wollte. Und bis ich dann zu dem Entschluss kam, okay, ich zeichne kurz was, habe ich ein paar Zeichnungsentwürfe gemacht. Sehr, sehr viele, um ehrlich zu sein. Kam dann zu dem Entschluss. Wie bist du darauf gekommen, in China zu produzieren? Du warst ja auch in China gewesen. Erstmal China, bestes Land, was Fashion angeht, ne? Darüber brauchen wir gar nicht reden. Das ist Top 1, so. Ich habe ja davor mit 808 sehr über Türkei gearbeitet und ich dachte mir so, okay, Activewear ist doch mal ein bisschen anders. Stoff genauso. Dachte ich mir so, komm Ozzy, beweg deinen Arsch nach China und habe mir gewisse Produktionen halt angeschaut und war schockiert. Ich war ehrlich schockiert, weil wie China arbeitet, ist nicht normal. Ich war dort selbst zurückgeblieben, weil China lebt gefühlt 2050. Ich bin zurückgeblieben, da mit meinem Leben. Ich wusste nicht mal, was mit mir ist. So. Alles schön und gut. Die Produktionen, die haben mich alle herzlich begrüßt, auch dazu entschlossen, in China zu produzieren, weil gewisse Brands wie Nike, Adidas, Gymshark, Skims produzieren alle in China. Natürlich, alles jetzt nicht. Vietnam, Pakistan, Bangladesch, die gehören auch noch mit dazu. Aber für die Anfangsphase sollte man erstmal mit China arbeiten. Ich habe auch die perfekte Produktion dafür, die perfekten Ansprechpartner und von A bis Z reibungslos sollte es lappen. Activewear, was sagst du? Oder Activewear, Sportswear allgemein? Denkst du, das ist die Welle jetzt nach Streetwear? Guck mal, ich sag dir, Sportswear hat sich so verbreitet, dass gewisse Menschen wollen einfach nur noch gut aussehen beim Sport. Und das ist keine falsche Einstellung. Das ist eine richtige Einstellung, weil ich will das selber. Wir wollen alle gut aussehen beim Sport. Warum wollen wir gut aussehen? Wir filmen uns. Wir zeigen unser Körper. Wir wollen Veränderung. Wir machen Social Media. Wir machen Influence. Dabei wollen wir auch gut aussehen. Und das motiviert auch einen mehr, wenn man eine geile Short und einen geilen Thermoshirt hat. Oder Frauen, sagen wir, mit einer geilen Leggings und geilen Oberteil und trainieren dazu. Die sehen vom Spiegel einfach gut aus. Das motiviert sie nochmal dementsprechend heftiger. So, weißt du, was ich meine? Ist das egal? Ich erinnere mich noch, als ich früher Fitness gegangen bin, Bruder, ich bin wie ein Penner gegangen. Aber heutzutage, du willst gut aussehen. So, und heutzutage, ich sag dir jetzt noch eine Sache, ne? Du trägst Sportsachen draußen, auch wenn du nicht zum Sport gehst. Bro, ich zieh kurze Hose, geiles Thermoshirt, geilen Zweiteiler an. Ich gehe raus mit Asics-Schuhen.
Ich sehe Motherfucker fresh aus und andere Leute genauso. Und früher war das halt nicht so, ne? Das hat sich komplett geändert und das wird auch immer so bleiben. Bei Streetwear ist das ja so, es gibt tausende Arten von Stoffen, tausende Arten von Designs, von Schnitten. Bei Sportswear ist das nicht so. Es bleibt immer einheitlich und gleich. Du musst diesen Stoff benutzen. Es gibt ja nur Polyester bei Sportswear. So, das ist halt so das Ding, ne, was halt gut ist. Deswegen immer gut aussehen beim Sport. Sehr wichtig, meine Damen und Herren. Wie gehst du deine Verkaufsstrategie an? Es ist Anfangszeiten sehr wichtig, wenn man neu ins Geschäft reingeht, dass man unterm Dach verkauft. Dach heißt ja Deutschland, Österreich, Schweiz. Im deutschsprachigen Raum halt, ne? Aber ich bin halt schon ein bisschen marketingtechnisch so erweitert, dass ich direkt international in den Verkauf gehen werde. Komplett over the world. Warum, sag ich dir? Ich habe mein System so aufgebaut, dass wir Kio weltweiten Versand anbieten. In jedem Kontinent haben wir ein Fulfillment-Lager organisiert, so dass jeder Mensch, egal in welchem Land ist, Kio bestellen kann. Du kannst sogar in Brasilien Kio bestellen zu dir vor deiner Haustür. In Amerika. Und ich sag dir so, die Versandzeiten sind 2 bis 4 Werktage, zollfrei, ohne Kopfschmerz. Deswegen ist halt die Verkaufsstrategie und die Marketingstrategie haben wir so aufgebaut, dass wir weltweit verkaufen werden. Die Lager stehen schon bereit, die Marketingstrukturen stehen schon bereit. Wir warten nur auf den Knopfdruck, bis wir starten können. Also noch ein bisschen was leaken für die Leute. Wann kommen die ersten Samples? Was sind so deine Lieblingspieces? Guck mal, die ersten Samples sind ja schon angekommen, die waren schon soweit so gut. Wir sind ja schon in der Produktion. Ich warte jetzt nur noch auf die PPS-Samples. PPS-Samples sind halt die Samples, die während der Produktion sind. Also die Stoffe wurden schon gekauft, geschnitten und von dem Stoff, was du produzierst, werden schon Samples generiert, damit du noch ein zweites Mal Go geben kannst. Sicherheitshalber nicht das, was falsch produziert wird. Es werden auch keine Produktionsfehler mehr angenommen. Die werden alle einzeln kontrolliert. Separat haben wir nochmal eine Firma beauftragt, dass jedes Produkt nochmal durchgehen wird. Es ist halt wichtig, dass man jedes Produkt heutzutage einzeln durchgeht. Man baut sich mit der Zeit auf, man verbessert sich durch die Fehler, die man damals gemacht hat, dass man sie nicht nochmal macht und fängt gesünder an. Ne? Zum Thema Leaken. Wir sind noch in der Produktion, wir haben noch keinen bekannten Launchtermin bekannt gegeben. Wir haben ein paar uns gesetzt, aber wir wissen nicht, ob wir die noch halten können, weil so eine heftige Eile haben wir jetzt nicht. Ne? Alles, was Eile nimmt, geht immer in die falsche Bahn und das wollen wir ja nicht. Deswegen gehen wir die richtige Bahn ein und soweit wir sind, werden wir dann auch einen Launchtermin bekannt geben. Wir müssen ja erstmal auch selber ein bisschen ins System reinkommen mit den ganzen Fulfillment-Lagern und so weiter. Kio wird Sportswear Number One sein. An alle, die Nike, Under Armour, Lululemon, Alo, Adidas tragen. Ihr werdet das nicht mehr anschauen, wenn ihr Kio seht. Ich sag's euch. Also. Und sonst gibt es noch weitere Pläne? Gibt es irgendwelche Sachen in der Marke, Insights, die du uns leaken kannst? Pläne, ja, auf jeden Fall. Ich will ja auch ein bisschen so splitten, ne? Kio Boxing Wear, Kio Football, Kio Woman, Kio Tennis. Ich will halt für jede Sportbranche jeweils einzelne Kollektionen auch aufbauen. Gab es Interessenten an Kio bis jetzt? Boah, zu viel, zu viel. Ich habe ja so ein bisschen gepostet, auch so in meinem Kreis drinne, auch außerhalb des Kreises. So habe ich ja ein bisschen gepostet und die Leute haben mich dann halt gefragt und ich habe denen das so ein bisschen erzählt. Bro, die haben schon angefangen, mir sechsstellig anzubieten, dass sie mit rein möchten und in die Kollektion investieren wollen. Heutzutage muss man sich auch seinen Partner richtig auserwählen. Es ist nichts Falsches, mal einen Investor rein oder rauszuholen. Es ist gar kein Problem, aber es muss aber auch der Richtige sein. Für mich, meiner Meinung nach, derjenige, der bei mir investiert, muss auch was dafür tun. Der kann da, wenn ich hier Geld reinschmeißen und sagen, okay, bring mir jeden Monat Geld rein. Sowas gibt's bei mir nicht. Das habe ich gar nicht nötig. Wenn, dann erarbeitest du mit eine Leistung an und gibst Gas. So. Wir haben auch 2, 3 Fußballer geschrieben, bin ich dir ehrlich. Die meinten, ey, du brauchst mich da mit drinne. Ich schwör's dir dann so und so, dies und das, bla 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 bla. Bruder, lass mal sein, halt Fußballer hier, da, dies, das. Denkst du, der kommt und arbeitet oder was? Also kein Hate an die Fußballer, ne? Will ich gar nicht sagen. Aber ich brauche einfach jemanden, der mit mir in einer Kopfhöhe ist. So, mit dem ich mich auch verstehen kann. Fußballer sind, die haben genug Geld, die wissen, glaube ich, auch nicht, wohin damit, ne? Aber das Problem ist bei den Fußballern, wenn deren Karriere vorbei ist, das sind ja Frührentner, müssen ja auch investieren, ne? Ich habe ja sehr eng einen Freund, der ist Fußballer, mit dem werde ich auf jeden Fall irgendwann was machen. Der ist ein Top-Junge, Linksverteidiger, Motherfucker, Derrick Köhn. Du wirst sehen. Beste Linksverteidiger, den es gibt. Bruder, er ist Linksverteidiger und schießt Tore. Brauchen gar nicht darüber reden. Er ist der absolute Motherfucker, Bruder. So, er ist und bleibt Lieblingsspieler. Fertig. Und ist ja auch noch einer meiner Ängsten, ne? So zum Thema. Ich supporte ihn.
bis zu meinem Tod. Derrick Köhn. Merkt euch diesen Namen. Ossis Lieblings-Bundesligaspieler. Yeah. Ossi, wem hast du es zu verdanken, dass du jetzt an dem Punkt bist, wo du gerade stehst? Bei Allah. Ich habe mich bei dem zu bedanken, der da oben ist, uns zusieht. Ich arbeite extrem hart. Ich bete ihn tagtäglich an, mir mehr Kraft und mehr Unterstützung zu geben. Und ohne seine Unterstützung, ohne seine Kraft hätte ich das nicht geschafft. Wenn mein Gegner schläft um 2, 3 Uhr, arbeite ich weiter. Warum? Weil ich sie alle besiegen möchte. Um dahin zu kommen, wo meine Gegner stehen oder meine Konkurrenz. So Leute, das war's dann mit dem heutigen Format. Ich habe euch schon genug Informationen mitgegeben in diesem Blog bezüglich Kio. Abonniert gerne den Kanal. Ich habe auch auf TikTok ein Gewinnspiel auf meinem Kanal veröffentlicht. Checkt das einmal ab, weil es ist ein mega Gewinnspiel. Hat nicht jeder, gibt auch nicht jeder. Nächste Woche kommt wieder so ein Lifestyle-Vlog. Day in the Life nehme ich euch mit. Da kommen auch die Samples vom Vlog. Checkt einmal ab, wie auch so ein Tagesablauf nochmal bei mir ist. Für bei 808 und Kio gemeinsam. Abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram und TikTok. Bis zum nächsten Video, meine Damen und Herren. Peace out.